Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Intro-Video. Und zwar geht es heute darum, wie ihr meinen Kanal benutzen könnt. Ich habe von euch Feedback bekommen und ihr wisst, ich nehme Feedback immer ernst. Und ja, mir wurde gesagt, mein Kanal ist mittlerweile zu umfangreich, einfach zu komplex und zu geil eigentlich auch, weil ich einfach so viele Themen abgedeckt habe. Wie kann man da als Einsteiger eigentlich einsteigen? Und das möchte ich heute ein kleines bisschen klären. Viele von euch wollen mit dem Programmieren beginnen. Das heißt, sie wollen eine neue Programmiersprache erlernen und das ist gar nicht so schwer. Man sollte nur vielleicht wissen, was für eine Sprache man denn am besten lernen sollte. Und das ist nicht so einfach, denn es gibt unfassbar viele Programmiersprachen. Also ich meine, ja, zu den meisten davon habe ich ein Tutorial gemacht, aber wo soll man denn bitte anfangen? Nun, für die Leute, die schon programmieren können, ihr könnt euch einfach die Sprache raussuchen, die euch am besten gefällt oder die ihr gerade für eure Arbeit, für euren Job oder für euer Studium oder für eure Freizeit braucht. Das heißt zum Beispiel einen neuen Job, da müsst ihr zum Beispiel C++ können, dann lernt ihr C++. Easy. Aber für die Leute, die einfach nur mal programmieren lernen wollen, für die habe ich natürlich auch eine ganz besondere Empfehlung. Und zwar sind nicht alle Sprachen davon für Einsteiger wirklich sinnvoll. Das sind eigentlich nur ganz wenige für Einsteiger wirklich sinnvoll und ich beziehe mich hier eigentlich auf die größten davon, also auf die berühmtesten. Das heißt, wir haben Websprachen, HTML, CSS, JavaScript. Wir haben Java, das ist nicht dasselbe wie JavaScript. Das hat ungefähr so viel gemeinsam wie ein Apfel und eine Birne. Beides ist essbar, beides ist Obst. Wir haben Python, wir haben C++ und wir haben C#, die für Anfänger zumindest sinnvoll sind, weil sie einfach auch häufig eingesetzt werden und viele Anwendungsmöglichkeiten haben. Trotzdem ist die Wahl natürlich jetzt nicht unbedingt einfach, also keine Sorge, zu diesen Sprachen habt ihr komplett kostenlose Tutorials hier auf meinem Kanal, könnt ihr einfach mal gucken. Ich zeige euch auch nachher, wo ihr die alle findet, aber ja, ist nicht einfach, sich da jetzt auch noch eine auszusuchen. Und deswegen möchte ich euch so ein kleines bisschen helfen. Wir fangen mit Python an. Python ist meiner Meinung nach eine der besten Sprachen für Einsteiger. Das heißt, Python-Code ist sehr, sehr einfach zu schreiben, sehr, sehr leserlich und ihr habt das, was ihr in 300 Zeilen Java-Code schreibt, könnt ihr in Python teilweise in 10 Zeilen umsetzen. Das ist kein Scherz, das ist tatsächlich mal, ich habe das selber mal ausprobiert und es funktioniert wirklich. Das heißt, ihr habt wenig Code und viel Lösung hinten dran. Das bedeutet für euch, ihr schreibt wenig und ihr habt viel Effekt. Das ist für Anfänger super geil, weil ihr natürlich auch einfach schnell zu Ergebnissen kommt und nicht so allzu viel lernen müsst, bis ihr mal wirklich was vor der Nase habt, was man auch verwenden kann. Zudem ist Python mittlerweile für einen Haufen Sachen geeignet. Allerdings in der Wirtschaft natürlich nicht so sehr wie jetzt zum Beispiel Java. Java ist für große Projekte wunderbar, Python eher weniger. Dafür ist Python zum Beispiel für Skripte, für den Alltag, also wenn ihr zum Beispiel irgendwelche langweiligen Aufgaben automatisieren wollt oder zum Beispiel einfach auch das Umbenennen von 100 Millionen verschiedenen Dingen, solche Sachen, dafür ist Python wunderbar. Kann man super benutzen. Man kann auch GUIs damit schreiben, das heißt grafische Nutzeroberflächen, also man kann ganz normale Desktop-Anwendungen schreiben, man kann Web-APIs schreiben. Das heißt, auch für Leute, die in die Webentwicklung gehen wollen, ist es wunderbar. Und für was Python eigentlich perfekt ist, sind künstliche Intelligenzen, Hacking, Wissenschaft, alles, was mit Mathe zu tun hat, ist wunderbar. Und Apps. Man kann sogar Apps damit entwickeln, allerdings ist das nicht unbedingt die beste Anwendung. Das heißt, wenn ihr so einen Allrounder wollt, der super easy ist, und sehr, sehr schnell Ergebnisse produziert, ist Python die perfekte Wahl für euch. Ich habe auch sehr viele weiterführende Tutorials zu Python entwickelt, also eben auch zu künstlichen Intelligenzen habe ich natürlich Tutorials. Ich habe also in Python, ich habe zum Hacking mit Python habe ich Tutorials, ich habe einen ganzen Haufen davon, auch natürlich GUI-Programme, Skripte für den Alltag, Web-APIs, habe ich alles abgedeckt. Apps kommen noch. Und ja, da, je nachdem, wann ihr das Video seht, ist es vielleicht schon da. Mal gucken. Das heißt, das ist meistens die erste Lösung, die ich Neulingen im Programmieren empfehle. Viele finden es vielleicht nicht ganz so gut, weil Python, naja, zu einfachen Code produziert. Das heißt, vielleicht ist es eher besser, was anderes zu lernen. Und speziell, wenn man im Bereich Webentwicklung sich breit treten möchte, das heißt, wenn man Webseiten entwickeln möchte oder auch Apps, die auf Webseiten basieren, das funktioniert auch wunderbar, dann sind diese drei hier für euch super gut. Das heißt aber auch für euch, ihr solltet nicht unbedingt nur JavaScript lernen, denn nur JavaScript lässt sich sehr schwer nur ausführen. Da muss man schon ein bisschen Hintergrund haben, bis man das komplett versteht. Ich rede hier von Node.js. Das würde ich euch nicht empfehlen, zumindest nicht als Einsteiger. Wenn ihr im Bereich Webentwicklung aktiv werden wollt, dann fangt mit HTML an. Das ist eigentlich nur eine Sprache, die zum
definieren ist, was eigentlich auf dieser Website drauf ist. Das heißt zum Beispiel, hier ist eine Überschrift, hier ist ein Paragraph, hier ist ein Zitat und hier ist ein Bild. Das ist alles. Ihr bestimmt nicht, wie das Ganze aussieht, sondern ihr bestimmt nur, was eigentlich auf der Webseite drauf ist mit HTML. CSS hingegen ist dafür da, um das Aussehen eurer Webseite zu bestimmen. Und das ist eigentlich alles, was CSS kann. Nur Aussehen. Klar, ich habe zu beiden oder auch zu JavaScript noch Add-ons vorgestellt, noch weiterführende Tutorials, aber wie gesagt, das hier soll für Anfänger sein. Das heißt, fangt mit HTML an, macht mit CSS weiter und lernt dann JavaScript. JavaScript ist in den dreien die einzige richtige Programmiersprache in dem Sinne, weil in JavaScript könnt ihr wirklich Programmcode schreiben. Das heißt, ihr definiert nicht nur, wie es aussehen soll und der Browser interpretiert es dann für euch, sondern ihr schreibt da drin tatsächliche Programme, die dann eben auch zum Beispiel Webseiten verändern können dynamisch oder eben auch APIs ansprechen können oder. Also JavaScript ist mächtig und wird so weit eingesetzt. Wenn ihr JavaScript könnt, könnt ihr wirklich was Wichtiges. JavaScript ist super wichtig, wenn ihr auch in die Wirtschaft wollt. Überall eigentlich. Alles, was mit Web zu tun hat, JavaScript. Außer, naja, es gibt natürlich auch Python im Web und Java ohne Skript gibt es auch im Web, aber JavaScript ist da tatsächlich deutlich verbreiteter, vor allem im Frontend. Das heißt, in dem, was der Benutzer dann auch sieht, nicht das, was hinten dran läuft. Und es gibt so viele Erweiterungen davon, ich konnte noch lange nicht alle vorstellen, weil einfach quasi jeden Tag eine neue rauskommt, aber ich arbeite dran, das wisst ihr. Okay, machen wir weiter. Java ist die vermutlich meistgenutzte Sprache in Betrieben und generell vermutlich auch aktuell zumindest noch eine der meistbenutzten Sprachen, zumindest in, naja, Businesslösungen. Das heißt, wenn ihr in einen Job einsteigen wollt, wenn ihr einen Job haben wollt und vielleicht nicht unbedingt gerne Frontend macht, also das, was der Benutzer dann bei einer Webseite sieht, sondern eher das, was hinten dran ist, dann ist es meistens eine Java-Applikation, die da wirklich programmiert wird. Das heißt, Java zu können ist auch immer super, super gut. Allerdings wirklich guten Code zu schreiben in Java ist gar nicht so einfach und es ist deutlich mehr Aufwand und deutlich mehr, naja, mehr an Code, mehr Zeilencode, die ihr braucht, als jetzt zum Beispiel bei Python. Trotzdem, Java ist perfekt für große Programme und natürlich auch für Web-APIs. Also ich rede hier zum Beispiel von Spring und Spring Boot, was ich noch nicht vorgestellt habe hier auf meinem Kanal, was aber sehr bald kommen soll und ich möchte das auch so früh wie möglich machen natürlich. Mit Java könnt ihr auch wunderbar grafische Oberflächen erstellen, das heißt ganz normale Desktop-Programme. Ihr könnt damit Android-Apps erstellen, ihr könnt auch Minecraft-Plugins erstellen und noch vieles, vieles mehr. Java ist auch ein Allrounder, könnte man sagen, allerdings weniger im Bereich Wissenschaft als Wirtschaft. Das heißt, wenn ihr Wissenschaft wollt, ist eher Python euer Go-To, während wenn ihr mehr Wirtschaft wollt, ist Java euer Go-To. Okay, wir machen weiter und dann machen wir C#. Also C# ist meine vierte Wahl, die ich gerne empfehle. Java, JavaScript und Python sind eigentlich so ein bisschen die drei, die ich meistens empfehle. C# kann man aber durchaus auch empfehlen. Viele Unis bringen auch C# bei. Die meisten Unis hingegen nutzen immer noch Java. Und ja, es ist eigentlich kein C#, also kein C, sondern es ist eigentlich eher Java, nur von Microsoft. Also es ist auch eine nicht so komplexe Sprache, also nicht so schwer zu schreiben, ähnlich wie Java. Java ist auch nicht schwer zu schreiben, wenn man es mit C vergleicht. Allerdings ist natürlich diese Bindung an Microsoft gar nicht so einfach. Mittlerweile kann man die Programme auch cross-Plattform betreiben, das heißt, man kann mit C# auch Apps entwickeln, man kann mit C# auch GUI-Programme oder generell Programme für Linux entwickeln. Das funktioniert. Mit Java war das nie eine Frage. Mittlerweile geht es auch für C# und daher hat C# auch ordentlich Aufschwung bekommen. Und ich muss sagen, C# ist an sich auch keine schlechte Sprache, hat einige coole Kniffs und Tricks und ja, kann man durchaus auch empfehlen. Okay, und zu guter Letzt, was ich den Enthusiasten unter euch empfehlen kann, ist C++. C++ ist schwerer zu programmieren als die übrigen Sprachen. Und selbst wenn man jahrelang C++ geschrieben hat, man ist wahrscheinlich immer noch kein Experte. Ein Freund von mir hat mal gesagt, C++ ist bei ihm so eine Hassliebe. Er liebt es, diese Freiheiten zu haben, die C++ einem ermöglicht, aber er hasst es auch gleichzeitig. Weil, ja, C++ zu schreiben, naja, man kann sich mit Java schon ins Bein schießen oder in den Fuß schießen. Mit C++ schießt man sich das ganze Bein einfach direkt ab. Das heißt, da ist wirklich guter Code zu schreiben sehr, sehr schwer. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass ihr wirklich so feingranular alles bestimmen könnt, wirklich sehr hardwarenah auch programmiert, könnt ihr sehr, sehr, sehr schnell einen Programmcode erzeugen. Und das ist wirklich mächtig. Und deswegen kann ich C++ denjenigen unter euch empfehlen, die gerne Spiele, also wirkliche
sehr schnelle und anspruchsvolle Spiele oder Simulationen oder generell Grafik oder auch wissenschaftliche Berechnungen programmieren. Die Leute, die das machen wollen, die können durchaus auch mal zu C++ greifen. Und ja, das sind eigentlich die Sprachen, die ich Anfängern empfehlen würde in dieser Reihenfolge. Allerdings, ihr wisst ja, bei mir gibt es auch noch eine Tutorial-Reihe, die nennt sich Programmieren lernen. Das heißt, in dieser Tutorial-Reihe versuche ich alle Sprachen, also die haben natürlich alle irgendwas gemeinsam. In jeder Sprache gibt es Klassen zum Beispiel, in jeder Sprache gibt es Variablen. Und das ist einfach überall gleich. Das heißt, ich empfehle eigentlich meistens mit Python oder Java oder JavaScript anzufangen, also mit dem Dreierblock aus HTML, CSS und JavaScript anzufangen und anschließend sich diese Tutorial-Reihe anzugucken oder sogar parallel dazu. Und dann versteht ihr, wie eigentlich diese ganzen Sprachen alle relativ ähnlich sind und könnt dann auch wirklich sehr schnell zum Beispiel von Python in Java umsteigen oder von Java in C# oder in andere Richtungen. Das ist alles gar kein Problem für euch dann. Nun, wie kann man das am besten umsetzen? Meine Tutorial-Reihen sind eigentlich mehr oder weniger nur ein Einstieg und ich biete euch eigentlich noch viel mehr, was ihr machen könnt, um eure Programmierkenntnisse zu verbessern. Das heißt, ihr könnt viel, viel mehr noch machen, als nur einfach nur meine Tutorials gucken und dann versuchen, selbst irgendwas zu programmieren. Sondern was wirklich sinnvoll ist für euch, ist, sucht euch ein Projekt, das ihr auch wirklich selbst mit Herzensblut verfolgt. Das heißt, irgendwas, was ihr wirklich für euch schreiben wollt. Zum Beispiel könnte das eine App sein, die irgendwas Cooles macht. Überlegt euch da ein Projekt und dann fangt an, Programmierkonzepte zu lernen in der Sprache, die ihr dafür braucht. Also zum Beispiel eben, wenn ihr sagt, hey, ich möchte eine Webseite schreiben, dann fangt nicht mit Python an, sondern fangt mit HTML, CSS, JavaScript an in dieser Reihenfolge. Und lernt die Programmierkonzepte da hinten dran. Und wie gesagt, arbeitet einfach an eurem Projekt und sobald ihr neue Tutorials gesehen habt, versucht die an eurem Projekt umzusetzen. Gleichzeitig solltet ihr aber trotzdem noch Code lesen, das heißt Code von anderen Leuten lesen, nicht nur von mir, sondern zum Beispiel auf GitHub einfach mal nachgucken, hey, was gibt es denn für coole Projekte? Ich habe auch hier Let's Reads auf meinem Kanal, könnt ihr auch gerne mal reingucken. Da könnt ihr dann einfach den Code von anderen Leuten lesen und dann eure Programmierskills verbessern, weil ihr natürlich dadurch auch schnell lernt, irgendwie Code von anderen zu lesen, zu verstehen und das vielleicht dann auf euren Code zu übertragen. Und natürlich zu guter Letzt, schreibt euren eigenen Code. Das heißt, führt das eigene Projekt für Coding Challenges, für das Community Projekt. Wenn ihr da mehr Infos braucht, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, es gibt zu den Coding Challenges natürlich auch eine eigene Playlist, die ihr dann verfolgen könnt. Und zum Community Projekt haben wir natürlich auch immer mal wieder Videos. Schaut da einfach mal vorbei oder schreibt mir in den Kommentaren, falls ihr mehr Informationen da braucht. Ja, und das ist eigentlich so das Allerbeste, was ihr machen könnt. Für die Einfallslosen unter euch, und ja, sorry, wenn das so direkt ist, aber für die Einfallslosen, schreibt mir einfach, wenn ihr ein Projekt sucht, aber kein gutes Projekt findet. Schreibt mir einfach ganz kurz einen Kommentar, eine E-Mail über Facebook, über Discord. Ich habe sehr, sehr viele Kontaktmöglichkeiten und ich antworte tatsächlich auf die allermeisten, außer irgendwas geht schief. Das wäre sehr tragisch, aber ich versuche es, soweit ich das kann. Und ja, ich kann euch gerne ein Projekt empfehlen, das ist absolut kein Problem. Wir können da auch vielleicht sogar teilweise zusammen dran arbeiten. Also ich werde wahrscheinlich nicht so viel Zeit reinstecken können wie ihr natürlich, weil ich einen ganzen Haufen zu tun habe. Aber ich kann euch auf jeden Fall weiterhelfen, wenn ihr irgendwie Probleme habt. Und es gibt sogar die Möglichkeit, bei mir Lizenzen zu erwerben sozusagen. Das heißt, ihr programmiert was, ich gucke, ob das gut geworden ist und werde das dann auch benutzen bei mir in verschiedenen Möglichkeiten, also zum Beispiel im Battle of AI oder in anderen Bereichen. Und bescheinige euch dann quasi, dass ihr wirklich das selber geschrieben habt und dass ihr das auch wirklich gut gemacht habt. Also falls ihr Interesse habt, schreibt mich einfach an, das gibt es jederzeit. So, nun gibt es natürlich einige unter euch, die nicht unbedingt nur Programmieren lernen wollen, sondern ihr wollt vielleicht auch noch Hacken lernen. Und Hacken ist so ein Begriff, der gar nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Es gibt einen ganzen Haufen, was eigentlich ins Pentesting, das ist das, was man eigentlich macht. Man sagt nicht Hacken dazu, man sagt eigentlich eher Pentesting. Das kommt von Penetration Testing, also man versucht in ein System Zugriff zu bekommen, den man eigentlich nicht haben sollte. Und das ist wiederum ein sehr, sehr komplexes Thema. Es gibt so viele Disziplinen, die man da verfolgen kann. Zum Beispiel haben wir Programmieren als allererstes, was man immer braucht. Das heißt, wenn ihr hacken wollt oder pentesten wollt, ihr müsst ziemlich sicher programmieren, weil sonst kommt ihr einfach nicht klar damit. Ihr solltet auch wirklich fundierte Kenntnisse über Linux haben. Deswegen stehen diese beiden Dinge hier direkt an allererster Stelle, Programmieren und Linux. Wenn ihr diese beiden könnt,
dann habt ihr schon die allerwichtigsten Lektionen im Pentesting gelernt. Denn das braucht ihr, um überhaupt weitermachen zu können. Und von dort ab könnt ihr einfach alles Mögliche lernen. Das heißt, von dort ab, die 2 Sachen sollte eigentlich jeder lernen. Und von dort ab könnt ihr euch entscheiden, was wollt ihr eigentlich vertiefen. Das heißt, wollt ihr zum Beispiel Webseiten-Penetration testen, also angreifen und vielleicht knacken und dann was auch immer damit machen. Wollt ihr Anwendungen, also wirklich Desktop-Anwendungen, zu denen ihr keinen Source-Code habt, sondern einfach nur ausführbare Dateien, wollt ihr die vielleicht rückentwickeln und dort nachgucken, was genau was genau da drin vorgeht. Also zum Beispiel Malware analysieren. Zum Beispiel, wenn ein neuer Virus in Umlauf kommt, dann reverse-engineert man den, man rückentwickelt ihn und schaut, was genau macht das Ding eigentlich. Dadurch kann man wirklich vielen Leuten helfen, die infiziert wurden. Und zum Beispiel, man kann dann einfach sozusagen ein Antivirus entwickeln, der die Effekte wieder umkehrt. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Natürlich gibt es aber auch noch viel mehr Disziplinen, zum Beispiel Networking, also Netzwerktechnik, weil natürlich auch jedes einzelne Datenpaket, das ihr sendet, also zum Beispiel auch dieses Video hier, wird über das Netzwerk übertragen. Das heißt, ihr wollt natürlich auch, dass das Netzwerk sicher ist. Ihr wollt, dass niemand diese Daten verändern kann. Ihr wollt nicht, dass jemand eure Kreditkartendaten ablesen kann, wenn ihr die über das Netzwerk schickt, oder eure Passwörter für YouTube oder für was auch immer. Und deswegen ist natürlich Netzwerktechnik auch ein unfassbar wichtiges Thema. Zugriffskontrolle ist natürlich auch sehr wichtig. Ihr wollt nicht, dass aus Versehen jemand in YouTube plötzlich Zugriff auf eure Videos hat, die ihr hochgeladen habt. Das ist natürlich auch fatal. Deswegen Zugriffskontrolle sehr, sehr wichtig. Kryptographie, damit das Ganze eben verschlüsselt ist und damit man nicht einfach nur zum Beispiel die Passwörter, wenn man sie dann mal sieht, auch im Klartext sieht. Das wäre fatal, denn dann würde jedermanns Passwörter einfach auslesen können. Und so gibt es unfassbar viele Disziplinen, wenn ihr eigentlich nur ans Pentesting denkt. Aktuell, also Stand Mai 2019, das Video wird allerdings länger online sein, läuft ja meine Reihe zum Website-Pentesting. Das heißt, wie gesagt, ich entwickle natürlich immer mehr Infos für euch, sodass ihr auch immer mehr lernen könnt bei mir auf der Seite. Und ja, nehmen wir einfach mal an, ihr sucht euch jetzt diese Kategorie raus. Dann was macht ihr als allererstes? Naja, ihr benutzt tatsächlich erstmal Linux. Also ihr installiert euch wirklich ein Linux. Das kostet überhaupt nichts, außer ein bisschen Zeit. Und ihr wendet es wirklich an. Also arbeitet unter Linux. Geht nicht zu Windows zurück und sagt, boah, das war mir jetzt zu anstrengend, sondern fuchst euch da wirklich rein, bis ihr das Ding zum Laufen kriegt. Und dann lernt programmieren, erweitert euer Wissen, indem ihr zum Beispiel Challenges lest oder auch nur analysiert oder auch Reviews macht, also zum Beispiel von anderen Leuten den Code lest und dann vielleicht Schwachstellen in ihrem Website-Code findet. Zum Beispiel bei WordPress kann man wunderbar einfach den kompletten Code lesen, wenn man möchte. Und dann ist natürlich ganz wichtig, ihr müsst üben. Das heißt, auf meinem Kanal gibt es ja Hacking-Challenges, die könnt ihr einfach mal testen, ob ihr das schafft, ob ihr da vorwärts kommt und ansonsten könnt ihr euch die Lösung angucken. Es gibt aber auch sehr viele Capture the Flag Challenges. Ich lade da regelmäßig neue Challenges hoch und diese Challenges sind dann auch quasi direkt mit Lösung von mir dabei. Das heißt, ihr solltet da natürlich erstmal selber probieren. Kommt ihr da rein, schafft ihr das, diese mit Absicht gestellte Aufgabe zu lösen und dann auch wirklich diese Webseite anzugreifen erfolgreich. Und natürlich normale Übungen, auch selber geschriebene Übungen sind sehr, sehr wichtig und sehr nützlich auch. Das heißt, ganz wichtig, immer auch das Wissen anwenden. Nicht einfach nur angucken, sondern auch anwenden. Ja, und wenn ihr dann soweit seid, dann könnt ihr natürlich weitergehen und einfach sagen, okay, ich habe jetzt Website-Pentesting zumindest ein solides Grundwissen. Ich kann zum Beispiel einfach jetzt bei Morpheus die Videos verfolgen und lerne vielleicht immer mal wieder was Neues, aber ich möchte weiterhin meine Kenntnisse über Kryptographie erweitern. Und dann geht ihr wieder auf meinen Kanal, guckt euch die Kryptographie-Playlist an und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt euch so wirklich ein starkes Portfolio erstellen mit Kenntnissen, die ihr einfach habt. Und da macht ihr euch natürlich, machen wir uns nichts vor, ihr macht es, weil ihr das gerne macht und Spaß dran habt hoffentlich, aber auch natürlich, damit ihr berufliche Chancen habt. Und sowas kann man auch immer in den Lebenslauf reinschreiben. Gut, das ist eigentlich so ein bisschen der Guide zu meinem Kanal, wie man vorgehen sollte. Jetzt möchte ich euch noch ganz kurz zu meinem Kanal-Layout was sagen. Wenn ihr auf meinem Kanal einfach unten draufklickt, neben der Schaltfläche zum Abonnieren, die ihr übrigens sehr, sehr gerne drücken könnt und natürlich auch die Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr hier sehen, dass ich natürlich regelmäßig auch neue Videos hochlade. Aber was für euch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ihr natürlich trotzdem weiterhin auch die alten Videos gucken könnt. Wenn irgendwas nicht mehr aktuell ist, dann schreibt mir das gerne in den Kommentar, dann helfe ich euch dann natürlich jederzeit weiter. Aber im Endeffekt, wenn ihr programmieren lernen wollt, zum Beispiel in Python, dann fangt vorne an. Das ist eigentlich super easy. Wenn ihr Python lernen wollt, fangt bei der ersten Playlist an, guckt euch die durch
Und wenn ihr dann irgendwie das Gefühl habt, okay, so langsam kann ich's, dann macht weiter mit dem, was ihr sonst noch haben wollt. Das heißt zum Beispiel Python GUI-Programmierung, wenn ihr grafische Oberflächen programmieren wollt. Oder Pentesting mit Python, also Hacken mit Python, in dem Fall habe ich es Hacken genannt. Oder neuronale Netze in Python. Oder Bildbearbeitung in Python. Oder. Und beachtet hier, dass es immer einen Pfeil gibt, der weitergeht. Da gibt es noch deutlich mehr, was ihr machen könnt. Ihr habt hier die Möglichkeit, eben auch APIs zu coden. Ihr habt die Möglichkeit, den Browser automatisch zu bedienen. Das ist eben die Kategorie Python programmieren. Das heißt, da ist wirklich alles mit Python drin. Und hier gibt es natürlich auch eine Playlist zu Sicherheit, Hacking und Anonymität. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, eine Sicherheits- und Hacken für fortgeschrittene Playlist zu sehen. Ihr habt die Möglichkeit, eine Playlist zu Bitcoin zu sehen, zu Linux, zu Tools zum Hacken, zu Wireshark, was ein bisschen Netzwerktechnik ist, was aber für Pentester auch unfassbar wichtig ist, zu Metasploit, was ein sehr wichtiges Tool ist, zu Hacken und Penetration Testing an sich, zur Kryptographie, zur Anonymität, zu Windows 10. Also im Endeffekt sind hier alle Dinge vorgestellt, die man da reinbringen kann. Und wenn hier hinten das Element 5 weitere Elemente angezeigt wird, dann könnt ihr da auch draufklicken und dann findet ihr hier gleich alles, was ihr da habt. Das heißt zum Beispiel auch eben die CTF Hacking Challenges als Walkthrough. Zum Beispiel zu Bash oder zu Git und GitHub oder zur Serveradministration. Da gibt es einen ganzen Haufen Dinge, die ihr da gucken könnt. Und sagen wir es so, ich habe meinen Kanal eigentlich immer so organisiert, dass ihr eigentlich recht schnell finden könnt, was ihr sucht. Ihr könnt natürlich hier auch über die Playlists gehen, das funktioniert schon. Aber wie gesagt, ich habe gehört, dass das einfach zu umständlich ist und vielleicht eigentlich nicht unbedingt so sinnvoll ist. Hier muss ich vielleicht nochmal neu ordnen, das mache ich gleich nachher, dass man auch hier tatsächlich mit HTML, CSS und JavaScript anfangen sollte. Und dann sehen wir hier, gibt es noch ganz, ganz viel mehr. Das heißt, ihr habt hier zum Beispiel TypeScript als Fortsetzung von JavaScript. Ihr habt hier jQuery als Fortsetzung von JavaScript, also als Bibliothek im Endeffekt. Ihr habt Tutorials zu SQL. Ihr habt Tutorials zu SASS und natürlich zu Flask und so weiter und so fort. Hier habt ihr alle C-Sprachen, alle, die mit C anfangen. Wie gesagt, C# ist eigentlich eher Java als C, aber es heißt C, deswegen alles, was mit C irgendwie zu tun hat, ist dann hier drin. Habe ich noch nicht ganz so viel gemacht, kommt aber wie gesagt immer mehr und mehr und mehr. Hier haben wir einen ganzen Haufen Videos zu Java. Das heißt, wenn ihr da Interesse dran habt, dann guckt einfach da rein. Und natürlich theoretische Informatik. Für die Leute, die vielleicht Informatik studieren oder einfach besonderes Interesse zu einem speziellen Thema haben. Also Netzwerktechnik zum Beispiel oder neuronale Netze oder Machine Learning generell und so weiter und so fort. Softwareentwicklung, auch ganz wichtiges Thema. Wenn ihr sowas lernen wollt, dann einfach hier anfangen und dann weitergehen. Ja, und so könnt ihr hier eigentlich bei meinem Kanal eigentlich alles finden, was irgendwie für euch relevant ist. Hier gibt es natürlich die Coding-Challenges und die Hacking-Challenges noch. Und ja, das ist eigentlich auch so ziemlich alles, was ihr wissen müsst. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein kleines bisschen einen Einblick geben, wie das eigentlich alles jetzt so organisiert ist bei mir. Das heißt, mein Kanal ist eigentlich schon so aufgebaut, dass man da als Anfänger schon versteht, was man da eigentlich gerade machen kann und was es eigentlich alles an Möglichkeiten gibt. Aber je nachdem, was ihr speziell lernen wollt, schreibt mir einfach, wie gesagt, einen Kommentar oder eine E-Mail oder Facebook oder sowas, was genau ihr vielleicht als nächstes lernen sollt oder auch als erstes lernen sollt. Dann helfe ich euch dann nämlich immer gerne weiter und versuche euch dann auch immer die Empfehlung zu geben, die für euch am besten passt. Gut. Und last but not least, wenn es euch alles gefallen hat, was ihr auf meinem Kanal findet, dann bin ich natürlich immer über gewisse Spenden dankbar oder Likes oder Teilen oder ja, auch einfach Kommentare sind immer hilfreich. Einfach auch nur, wenn es heißt, hey, hast du gut gemacht, das motiviert mich natürlich jederzeit. Ansonsten danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ist ein langes Video geworden, aber ich habe natürlich auch mittlerweile einiges an Content auf meinem Kanal, der aber immer noch relevant ist und bleibt. Und deswegen, ja, dachte ich mal, ich stelle euch das alles vor, weil ich, wie gesagt, Feedback bekommen habe, dass alles so ein kleines bisschen überwältigend ist, weil man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.